Hallöle, da bin ich wieder. Ich schmeiß mal ein paar Karten hin. Ich habe wieder Bock und hier passiert gerade nicht so viel. Ich bin gerade ein bisschen mehr auf meinem anderen Kanal aktiv und wenn ihr auch gerne Videos oder Reflexionen und Gedanken mögt, auch ohne Karten, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Da sind ein paar auch spannende Gespräche und ein paar alte Folgen vom Weg des Scheiterns, also einem alten Podcast von mir. Wer da was hören will oder mal reinhören will, kann da gerne mal vorbeigucken. Da ist aber nicht viel mit Karten. So, aber das wisst ihr ja alles schon. So, ich lege jetzt aber Karten und hier ist uns schon was rausgefallen. Einmal der Page der Münzen und die 4 der Kelche. Also wir haben hier zugleich eine Ablehnung, also hier wird irgendetwas ausgeschlagen, irgendetwas wird weggedrängt vielleicht sogar. Vielleicht ist es ein Gefühl von dir, vielleicht ist es eine Geste eines anderen. Irgendwas hältst du von dir ab. Und es hat irgendwie etwas zu tun mit deinem Selbstwert. Also es könnte sein, dass du ein Kompliment ablehnst. Also dass du etwas von dir weißt, was eigentlich eine schöne Geste ist. Es könnte aber auch sein, dass du aus einem neu gewonnenen Gefühl von Wertsein und das auch sein, ohne dass du Bestätigung brauchst und vielleicht auch weniger käuflich und verführbar bist für Leute, die dich mit Lob in irgendwas rein verstricken wollen oder irgendwie deine Aufmerksamkeit erzwingen wollen, durch irgendwas oder Kontakt erzwingen wollen, dass du dafür nicht mehr käuflich bist und deswegen etwas ausschlägst, was dich in der Tat in irgendwas verwickeln könnte. Schauen wir mal, ob sich so eine Richtung ergibt. Ähm, Ich habe eben, also hier ist eben schon der Page der Schwerter durchgeblitzt. Also es kann natürlich sein, dass du ein bisschen eine scharfe Zunge hast oder ein anderer Mensch versucht. Oh, das gibt's auch. Kennst du das, wenn Leute versuchen, deine Aufmerksamkeit zu erzwingen, indem sie so ein bisschen sticheln? Das ist dann auch oft so ein Selbstwertkampf. Jetzt ist mir hier in den Schoß gefallen, die 6 der Münzen. Eine wichtige Frage, um zu entscheiden, ist das hier etwas, was dir eigentlich helfen kann oder was dir gut tut, oder ist es etwas, womit dich jemand zu verwickeln versucht, ist die Frage, ist es ausgeglichen? Ist die Grundlage der Auseinandersetzung, dass ihr auf Augenhöhe seid? Das wäre wichtig. Also ist das die Basis oder ist die Basis eine Asymmetrie zum Beispiel? Ähm, Da könnte es sein, dass dich vielleicht jemand. Oh, okay. Es könnte sein, dass dich jemand heimlich bewundert, aber es nicht zugeben will und deswegen versucht zu sticheln, um dich sozusagen runterzuziehen. Kommt vor, solche Dinge. Und da ist es natürlich intelligent zu sagen, nein, das nehme ich nicht an. Den Kelch will ich nicht. Ich habe hier schon 3. Und die 3 heißt Feierei. Du hast es also, man könnte es so ein bisschen spitzfindiger ausdrücken, du hast es nicht nötig, auf alles einzugehen. Nicht, weil du dich irgendwie als was Besseres fühlst oder sowas, sondern weil es einfach, du bist nicht angewiesen auf Lob anderer, wenn du hier in dieser Kartenlegung gemeint bist. So, da haben wir noch was, was gefallen ist. Ein bisschen Spezifikation. Die Königin der Schwerter, der König der Schwerter und der Turm. Hier hat geknallt im Gebälk. Also hier ist was. Hier hat es geknallt. Und das ist ja sehr interessant. Wir haben jetzt hier die Königin der Schwerter und den König der Schwerter, danach den Turm. Hier geht es um Wortgefälle, also hier geht es um eine sprachliche Auseinandersetzung. Hier geht es ein bisschen auch, glaube ich, also es könnte so ein Kräftemessen sein. Es könnte sein, dass, ja, vielleicht jemand versucht, sich mit dir zu messen. Ähm, Welcher dieser beiden Archetypen, ob Königin oder König, du dich jetzt eher zugehörig fühlst, würde ich sagen, die Königin der Schwerter hat eher diesen Aspekt von Befreiung, Selbstbefreiung durch das Wort, durch das Denken, durch die intellektuelle Leistung, durch das etwas verstehen und sehen können
und auch eben die Schärfe der Sprache gegen etwas richten zu können, das Vermögen zu haben. Und der König der Schwerter regiert vielleicht ein bisschen nochmal auf eine andere Weise mit dem Wort, mit dem Denken, mit der Ratio. Wie könnte man das beim König der Schwerter sagen? Wir haben das eben mit dem Abwehren. Das ist ein komisches Phänomen, aber kennst du das, wenn Leute Kontakt zu dir suchen oder aufnehmen, aber du hast das Gefühl, die entfernen sich im Wort eigentlich und die entfernen sich in diesem bisschen überkünstelten, manierierten, manchmal akademischen Sprech und du merkst, die wollen dir die ganze Zeit näher kommen, aber die versuchen zu beeindrucken mit ihrem Sprechen und irgendwie klug zu erscheinen. Und es kann auch sein, dass die klug sind, aber da kann es beim König der Schwerter auch manchmal ein bisschen so sein, dass der sich mit dem Wort schützt auf eine Weise, also dass der etwas von sich abhält. Und das ist ein bisschen wie bloß nicht an sich rankommen zu lassen. Und bei der Königin der Schwerter habe ich wirklich mehr diesen Aspekt von sich losmachen. Und das mit dem Turm, also inwiefern das einen Turm bedeutet, kann natürlich sein, dass das für dich, dass das einen Bruch in einer Beziehung erzeugt oder in einer Beziehung, die vielleicht gar nicht richtig existiert, aber dass da etwas auffliegt, so. Also das Fliegen und das Aufgehen ist im Turm natürlich extrem auf den Punkt gebracht oder auf die Spitze getrieben. Der Turm fliegt auf. Es fliegt auf, dass es ein Gebäude gab, in das sich Menschen eingesperrt haben. In das du dich vielleicht eingesperrt hast, weil du dachtest, darin funktionieren zu müssen oder darin zu sein oder nur das zu sein. Oder jemand anders oder ihr beide miteinander. Und das knallt, das fliegt in die Luft, hoch in die Luft. Und dann fallen die Menschen. Aber eben wie man das hier sieht, also man wird entthront, etwas wird entthront, vielleicht auch einfach Instanzen in euch. Beiden, also hier haben wir wirklich auch beide Figuren. Das sind auch gekrönte, also die hatten Kronen auf. Eine fliegt schon ab und eine fliegt runter. Man könnte sagen, ihr kommt runter. Auf eine ziemlich brutale Weise, aber manchmal braucht es so ein bisschen dass das Ding auseinanderfliegt. Und dieser Fall, dieses Fallen, macht die Leute wieder zu Menschen. Die erkennen ihre Menschlichkeit und auch ihre Fähigkeit, die Attitüde und den Thron nie nötig gehabt zu haben. Das ist hier abgefahren, also abgefahrene, kraftvolle Konstellation. Also hier gibt es ja wirklich auch eine Art Kampf. 3 der Kelche. Was auch immer es ist, was da passiert, es befreit und es befreit ins Feiern. Es befreit wirklich in den Tanz. Da ist etwas rigide geworden. Entweder, wie gesagt, zwischen 2 Menschen, in den Projektionen, die sie aufeinander richten. Und für irgendwas scheint dieser Konflikt, also hier ist Konfliktenergie natürlich total präsent, zu etwas scheint dieser Konflikt gut zu sein. Der befreit die Leute hinein in das eigene Feiern. Entweder haben die da nichts mehr miteinander zu tun oder sie können sich wieder berappeln und irgendwie auf dem Boden, wo sie halt landen, wieder aufeinander zugehen. Aber also hier passiert irgendwas Befreiendes. Ich soll nicht konkreter werden, aber trotzdem noch eine Karte ziehen aus der Mitte. Gerechtigkeit. Hui, okay, hier gleichen sich Kräfte aus. Vielleicht sind es Dinge, die wirklich auf den, ich nenne es mal, Seelenwegen der Leute, also beschritten werden müssen. Es ist eine Station, die mit großer Arkana, der Turm, natürlich irgendwie notwendig ist. Also hier, das ist unumgänglich. Und wenn ihr es jetzt miteinander nicht mal krachen lasst an der Stelle oder wenn ihr da euch nicht von diesem Turm, der zu eng gebaut war und in dem man sich vielleicht auch versucht hat zu schützen vor so menschlichen Regungen und vor dem, was das Leben uns so alles bietet, wenn wir aus dem Turm herausgeflogen sind. Ich habe hier gerade auch Elfenbeinturm, also es kann wirklich irgendwie irgendwas mit Wissen, irgendwas mit Professionalität, Seriosität zu tun haben. Und also, oder mit so einem akademischen, dass man sich halt irgendwie in dem Elfenbeinturm verschanzt hat, mit der Welt nichts mehr zu tun haben wollte. Und das klappt nicht.
Das klappt nicht, das Leben greift ein. Und die Gerechtigkeit ist natürlich, also ist die ausgleichende Kraft. Da gleichen sich Kräfte auch aus, die, wo es gebrodelt hat, die sich, wie kann man das beschreiben? Manchmal braucht es einen Ausbruch, dass etwas, was sich gesammelt hat und was auch pocht, unter einer Hülle, dass das endlich entweichen kann. Dann ist auch so ein Druckgefühl weg. Und dann kann sich eine Waage wieder ausgleichen, kann auch vielleicht eine Augenhöhe wiederhergestellt werden. Also hier scheint ein Konflikt nötig zu sein, damit das Gefühl von Augenhöhe wieder da ist. Entweder zwischen den Menschen, also zwischen euch beiden, oder auch einfach, dass klar wird, Augenhöhe möchtest du immer. Also das ist das Fundament, was du möchtest. Du möchtest nicht irgendwie so ein komisches Gezerre und so eine asymmetrische Geschichte oder ja, das ist schon öfter vorgekommen, aber letztens noch mal klarer, jemand stellt den anderen auf den Podest, aber will halt irgendwie auch aufs Podest und dieses Ringen um das Podest, dieses Gerangel um das Podest, diese Scheiße, das scheinst du hier nicht zu wollen, wenn es hier um dich geht. Du bist überzeugt davon, dass du was anderes erleben kannst und merkst, dass das schöner ist als das andere. Du lehnst das alte Spiel ab und zwar sehr entschieden. Und das ja führt hier auf einen Zustand, in dem du auch also es ist ja ein bisschen man könnte sagen, ein bisschen wie die Weiterentwicklung von der Königin der Schwerter oder ne, von den verschiedenen Karten, aber das könnte die nächste Herausforderung sein. Kannst du das aushalten, dass es ausgeglichen sein kann in deinem Leben? Kannst du aushalten, dass das Spiel wirklich endet? Kannst du aushalten, dass du mit Menschen das Aufeinandertreffen gemeinsam feierst? Dass das der Normalzustand ist im Grunde, dass das der Grund ist, warum ihr euch trefft. Und kein Machtkampf. Keine Hierarchie in dem Sinne, keine fixe jedenfalls. Vielleicht hat der eine manchmal mehr Ahnung als der andere und dann kann er ein bisschen übernehmen, aber diese Verhältnisse, sich an jemanden klammern, der größer ist und andersherum, sich als größer konstituieren, weil der andere einem kleiner erscheint. Wenn das aufhört, wer bist du dann noch? Oder wer bist du dann endlich? Oder wirklich oder wieder? Das könnte interessant sein, die Frage präsent zu halten. Das ist bei der Gerechtigkeit natürlich irgendwie da. Also das Schwert ist auch weiter gezückt, also aufmerksam, wachsam bleiben, wie Mad-Eye Moody das gesagt hat. Also nicht paranoid werden, aber hier darauf achten, was dir neu an Wichtigkeit, was du gewonnen hast, was dir wichtig geworden ist, auf das Acht zu geben, auf das zu achten und nah daran zu bleiben, an diesem Lot, was sie auch zeigt mit dem Schwert, an der Waage. Das scheint hier entscheidend zu sein. Dranbleiben.